fällt mir nicht unbedingt leichter, heute über meine Emotionen zu reden. Alles erlebt habe, was man erleben kann. Und wirklich wilde Zeiten in meinem Leben hatte. Ich war der Rebell, aber Rebellen haben noch nie irgendwas bewegt oder vorangetrieben. Ich kann das alte Leben nicht verstehen. Es war ja das totale Chaos. Ja, kommen wir nun noch mal zurück zur Vernunftaktion. Ja, war Kult damals. Stefan und ich sind immer aneinander geraten. Er hat unglaubliche Möglichkeiten als Talente. Ich kam noch nicht in den Genuss, Kretsche nackt zu sehen. Aber das Wichtigste ist in erster Linie Liebe. Die meisten Menschen, die nach außen sehr tough wirken, dass es innen dann ein weicher Kern ist. Jeder Superstar hat eine schwierige Kindheit. Guck dir die Biografien aller Superstars an. Da ist irgendwas verkorkst im Leben. Da ist irgendwas, wem er es beweisen musste. Geboren bin ich am 17. Februar 1973 in Leipzig. Meine Mama war Spielerin dort und Papa Trainer. Mein Papa war DDR-Nationaltrainer, also die höchste Position, die es in der DDR im Handball gab. Ein sehr anerkannter, respektierter Mann mit einer großen Aura, einer großen Ausstrahlung, toller Charakter, sehr souveräner Mensch. Und meine Mama war damals der Kapitän der Handballnationalmannschaft. Wir lebten dadurch auch ziemlich privilegiert, würde ich sagen, in der DDR. Meine Mama war die beste Spielerin der Welt. Also das haben mir ganz viele gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Zu ihrer Zeit war sie das absolute Nonplusultra. Und meine Mama war ein Trainingstier. Also sie hat alles investiert, was sie hat, in den Sport. Wartet hier. Leila. Hallo? Hallo, hätte uns ja gar nicht besser sehen können. Ja, gleich mitnehmen. Er ist sofort dabei. Sofort Kamera rauf und alles. Ich war zu DDR-Zeiten jetzt kein Rebell. Zumindest nicht in meiner Kindheit und Jugend oder so. Meine Eltern waren zwar nicht unbedingt so systemkonform, die haben sich eher so als Intellektuelle oder so eingeordnet, waren Lehrer und mein Vater war ja so Musikprofessor, Theaterregisseur. Und die fanden nicht alles gut, was so in der DDR passiert ist, sind aber jetzt auch nicht auf die Barrikaden gegangen oder so, sondern haben so ihre Nische gefunden, haben ihr Leben da gelebt. Wo warst du, als die Mauer gefallen ist? Na, ich war natürlich in Berlin, habe das im Radio mitgekriegt in der Nacht und habe Bilder am Fernsehen gesehen und fand, dass
habe mich ein bisschen geschämt, fand das uncool, wie die ganzen DDR-Leute da zur Mauer, was natürlich aus heutiger Sicht total verständlich, aber ich wäre niemals im Leben jetzt da in der Nacht losgegangen und hätte mich da feiernd, ja, wäre mir viel zu peinlich gewesen. Ich dachte, gucke ich mir morgen früh mal an, wie das dann ist, ob es dann immer noch offen ist. Und dann wäre ich vielleicht auch mal kicken gehen. So war das für mich. Ich saß in meiner Neubauwohnung in Lichtenberg. Wir haben mit Kumpels Karten gespielt. Und Fernseher lief Mauerfeld. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie ignorant wir beide waren beim größten Ereignis der deutschen Geschichte der letzten 50 Jahre. Das habe ich gefunden. Richtig. Nehmen wir das wahr, dass die Mauer fällt und bleiben arroganterweise in unseren Wohnungen sitzen und spielen weiter Karten. Dann fiel die Mauer und für meine Eltern brach eine Welt zusammen. Und nach dem Mauerfall wurde relativ schnell klar, dass das System der DDR und alle, die darin arbeiteten, nichts mehr wert ist. Und so erfolgreich meine Eltern vorher auch waren, ab dem Moment hatten sie es einfach schwer. Also mein Papa konnte noch als Trainer arbeiten, aber nicht mehr in der Position als Nationaltrainer. Meine Mama hat noch als Jugendtrainerin gearbeitet, ein paar Jahre später aber auch nicht mehr. Und hat dann mit 40 Jahren noch mal eine Umschulung gemacht als Hotelfachfrau. Und ich glaube, diese ganze Entwicklung verursachte bei meiner Mutter eine tiefe Frustration. Im Nachhinein könnte man vielleicht auch von einer Depression sprechen, die das bei ihr auslöste. Sie sah mich dann aufwachsen nach der Wende. Wie gesagt, ich wurde dann rebellisch, rebellierte gegen das System, war nicht so trainingsfleißig, wie sie sich das erwünscht hat, hatte noch andere Interessen und deswegen hielt sich, um es mal vorsichtig zu formulieren, ihr Respekt und ihre Unterstützung dann in Grenzen. Natürlich würde ich rückblickend sagen, wenn du die Liebe deiner Mutter nicht bekommst, dann suchst du sie dir woanders. Stefan Kretschmer ist der schrägste Vogel der Handball-Bundesliga. Der Linksaußen vom VfL Gummersbach ist der Aufsteiger der Saison. Darin sind sich die Trainer der ersten Liga einig. Die 142 Tore des Berliners waren mit eine Grundlage für den Klassenerhalt vom VfL Gummersbach. Seit August vergangenen Jahres lebt Kretschmer nun im Oberbergischen. Die Umstellung von der Hauptstadt in die westdeutsche Provinz fällt ihm nach wie vor schwer. Die Freunde und die Szene in Berlin, das ist es, was ihm fehlt. Und doch steht Gummersbach noch fest im Vertrag. Die oberbergische Provinz wird so langsam liebenswert spießig. Applaus für Stefan Kretschmer, eingeladen zu uns ins WDR-Studio. Macht Ihnen das was aus oder ist das okay? Ja, Applaus ist schon okay, das ist kein Problem. Ja. Sie, das haben wir in diesem Film auch ein bisschen mitbekommen, sind ja schon ein eigenwilliger Typ. Die Klamotten, die Haare und das Ganze drum und dran. Ist das eine Provokation? Das war es früher mal. Ich komme ja aus Berlin und als ich dann nach Gummersbach gekommen bin, war es doch schon ein bisschen anders. War eine Umstellung für mich gewesen. Und in Berlin habe ich meine Freunde halt damals, wo ich 19, 18 war, so gesucht und bin dann in die Szene so reingekommen. Das habe ich jetzt in Gummersbach beibehalten. Und ich sage eigentlich keinen Grund, das jetzt zu verändern irgendwie. Stefan Kretschmer. Kretsche war für mich immer der Rebell. Also zumindest hast du das für mich verkörpert. Ja. Und ich habe dich ja jahrelang beobachtet, so in den 90ern, von Ferne. Und habe gedacht, den Typen würde ich eigentlich gerne mal kennenlernen. Und ich fand es so cool, wie du dich angezogen hast, wie du dich gestylt hast. In der MTV. Kretschmer, der wird es natürlich individuell versuchen, klar. Und ein Dreier gegen Mirko Teitzig. Das darf nicht passieren, wenn die Abwehrspieler... Wie du Handball gespielt hast mit einem Selbstbewusstsein, was dir natürlich auch zu diesen Erfolgen geholfen hat. Und du warst eben die schillernde Figur im Handball. Vorher hat sich kein Mensch für Handball interessiert. So, Wir sind ready. wir sind ready. Ready? Ready? Ja, geht schon los. Alles schön. Klappe? Danke. Ja, war einfach war Kult damals. Ja. Jeder kannte im Handball Stefan Kretschmer und wie er da die Außenposition geprägt hat. Und ja, war
war auf jeden Fall eine Kultfigur. Der VfL Gummersbach war zu dieser Zeit ja sozusagen immer der Handballverein, von dem immer gesprochen wurde, den man so kannte, der immer Meister wurde. Und die anderen, sagen wir mal, westdeutschen Vereine, die waren mir ja noch gar nicht so geläufig. Wieder dieser kurze Wechsel mit dem Rückpass. Das hat vorhin auf der anderen Seite schon geklappt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man in so einer kleinen Stadt so auffällig rumzulaufen, dass man da auch hier und da so aneckt. Kretschmer! Ich hatte alles, wo du, glaube ich, heftiger nicht feiern konntest oder wo das Leben nicht intensiver sein konnte als zu der Zeit. Kretschmer? Kopf an meine Schulter, es ist schön, ihn abzuspüren. Und wir spielen Bonnie und Clyde. Unsere Liebe soll ein Sprengplatz sein, der ständig explodiert. Du bist Bonnie, ich bin Clyde. Also du hast ja gesagt, dass deine Band das auch ziemlich gut reguliert und dass sie auch ehrlich zu dir sind, was grundsätzlich wichtig ist. Das gibt's ja im Sport in der Form so nicht. Weil wenn du erfolgreich bist und wenn du auch noch individuell erfolgreich bist, dann klopfen dir ja alle auf die Schultern. Also dann gibt's ja wenige, die sagen, Kretsche, ob es mir wichtig war, prominent zu sein. Ich bin, glaube ich, schon sehr eitel. Und Eitelkeit ist eine große Triebfeder, um erfolgreich sein zu wollen. Man möchte gemocht werden, man möchte respektiert werden, man möchte sich einen gewissen Status erarbeiten. Ja, und für alle, die sich fragen, warum der Mann heute so unwahrscheinlich gut aussieht, gibt's später die Auflösung. Und natürlich war das auch eine Triebfeder für mich, durchzusetzen, erfolgreich sein zu wollen. Janek spielt auf Kretschmer und der macht das Ding rein. Die Führung für Gummersbach. Nicht dahinter, alle zusammen, alle zusammen und nicht dahinter. Ja, Stefan und ich sind immer aneinander geraten in Gummersbach. Wie gesagt, er war der Typ, der die ersten Freiheiten genutzt hat, die ihm dieses System hier bot. Das war er eben in seinen Jugendjahren im Osten nicht so gewohnt. Und ich wollte alles so durchsetzen, wie ich es als Trainer gemacht hatte, schon vorher. Ich war ja auch nicht wenig erfolgreich, hatte schon 3 deutsche Meisterschaften gewonnen. Und ich wollte meinen Weg gehen in der heutigen Zeit oder nachher mit etwas mehr Erfahrung. Wäre ich auch mit der Situation vielleicht etwas anders umgegangen und hätte versucht, ihn anders zu packen und ihn auf meine Seite zu bringen. Das war schon eine sehr schwierige Phase, die mich auch sehr belastet hat. Hast du irgendwann mal gedacht, ich bin der König? Also jetzt bin ich wer? Also bin ich ja auch schon zum Arschloch geworden und habe schon gedacht, also was wollt ihr mir denn alle? Ich bin doch hier der beste Spieler in der Mannschaft. Ihr könnt mich doch alle mal. Und das ging immer so bergauf. Und dann habe ich schon so Arschlochzüge auch bemerkt, bis dann der erste große Knall kam. Hast du das auch gehabt? Gab's das? Ja. Glaube ich, macht jeder durch, so, der relativ jung ist und relativ schnell irgendwo einen Erfolg hat. Also dann kommt sicherlich diese Arschlochphase, die du meinst, so dass man auch das Gefühl hat, man kann alles mit links erreichen. Und dass man dann unsensibel wird für alle Leute im Umfeld, die es ja auch schwer haben mit einem. Also du gehst mit deinen Kumpels aus und im Grunde achten alle nur auf dich oder mit deiner Freundin. Außer wenn ich mit dir ausgehe. Und du musst dafür sorgen, dass eben dein Umfeld da nicht zu kurz kommt oder an die Seite gedrückt wird. Olaf Schröder, ein Bier? Da sage ich mal nicht nein. Gut. Ich war Vorbild für viele Kids. Und natürlich haben sich viele Kids, die anfingen mit Handballspielen zu der Zeit, an mir orientiert. Fanden das spannend, fanden das cool, was auch immer.
Und dafür war ich als Vorbild überhaupt nicht geeignet, aus heutiger Sicht. Ja, ich habe geraucht und auch nicht immer nur an Plätzen, wo man mich nicht gesehen hat. Ich habe Partys gefeiert und ich habe unfassbar dumme und schlechte Sachen im Fernsehen gesagt. Irgend so ein Hirni hat vergessen, die Filme nachzulegen. Und insofern konnte ich mir heute Nacht auch keinen Erotikfilm mehr angucken. Und habe mir dann... Irgendwie fasziniert, weil er jemand war, der auf der einen Seite irgendwie ein sehr, sehr kreativer Spieler. Er war da nochmal wirklich so jemand, dem man einfach gerne zugeschaut hat, weil er nicht nur erfolgsorientiert, sondern auch immer wieder gewisse Highlights, gewisse Kunststücke mit auf den Platz gebracht hat. Kretschmer. Ich würde sagen, dass er ein absoluter Profi war, aber halt auch ein bisschen extravaganter war, ein bisschen flashy, würde man es im Englischen sagen, mit seinem Erscheinen. Aber dann trotzdem, wenn es um seinen Sport ging, 100% sich vorbereitet hat, immer alles gegeben hat. Die Frage, nach welcher Tätowierung ich am meisten gefragt werde, erübrigt sich, weil natürlich das Porträt-Tattoo meiner Ex-Freundin offensichtlich die meisten Menschen interessiert und immer gucken, ist es denn noch da? Zwischen 2000 und 2004 war sicherlich der Höhepunkt der Prominenz aufgrund der Beziehung zu Franziska. Das war ein Mensch, der noch populärer war als ich und der noch einen ganz anderen Superstar-Status in Deutschland hatte. Deswegen waren die 4 Jahre, aber dann durch diese Beziehung sicherlich noch mal um ein Vielfaches intensiver, was die Popularität anging, die öffentliche Aufmerksamkeit anging, als davor. Ich fand das süß, die beiden als Paar zu beobachten, denn die hatten was ganz, ganz Vertrautes. Die kamen beide aus dem Osten. Sie haben also beide die Zeit der DDR erlebt und wie Kinder und Jugendliche dort gefördert wurden. Also ich war in allen Beziehungen, die ich hatte, egoistisch. Und habe mein eigenes Wohl immer über das Wohl der Beziehung gestellt. Ich glaube doch trotzdem, dass die es ganz nach oben schaffen müssen schon einen gewissen Stolz haben, einen gewissen Wettbewerbswille und schon auch ein bisschen egoistisch drauf sein. Aber man muss schon den Drive und den Wille haben, auf jeden Fall. Ich habe meine Frau 2-mal verlassen. Ich habe sie 2-mal geheiratet, 2-mal verlassen. Aus der ersten Ehe kam unsere Tochter, wundervoll. Aus der zweiten Ehe kam unser Sohn, auch traumhaft. Aber verlassen habe ich sie rein aus Egoismus. Das kann man jetzt auch nicht anders definieren oder irgendwie schöner formulieren. Ich bin im Privaten wie auch im Sportlichen über viele Jahre hinweg zu einem sehr großen Teil sehr egoistisch gewesen. Und wenn ich meine Ex-Frau 2-mal verlasse und demzufolge auch meine Tochter, dann ist das purer Egoismus. Wie groß ist deine emotionale Bindung zu dem Kind? Denn das ist ja, und ein bisschen kenne ich dich ja nun auch, denke ich mir auch, oder gerade für dich, eine ganz emotionale Geschichte, sowas, wenn man ein Kind bekommt. Das ist schon der Hammer. Also ich habe ja irgendwie auch früher so deklariert im August, dieses Erlebnis der Geburt war natürlich der Knaller. Also ich war völlig abwesend, ich habe überhaupt nicht geschnallt, was da passiert. Und dann ist diese Tochter, die, wie ich zugeben muss, nicht allzu viel von mir hat, wo die meisten sagen, dass sie doch besser ist so. Aber ich meine, sie sieht, wenn ich sie angucke, einfach super geil aus. Die Trennung von meinen Eltern danach, die war schon, oder die zweite Trennung, die war schon echt hart für mich. Also das ist auch so das, wo ich mich am besten auch dran erinnern kann. Das war echt eine sehr, sehr schwierige Zeit, als sein Papa auch relativ lange weg war, weil man dann so richtig einem bewusst wurde, okay, du bist jetzt mit Mama zu Hause alleine, mit Elvis dann natürlich auch noch und Papa ist halt so nicht mehr da. Also das war schon
ein echt sehr harter Brocken und danach war auch das Verhältnis von uns beiden echt sehr schwierig. Ich habe mich, glaube ich, ein Jahr lang oder 1,5 Jahre komplett zurückgezogen und wollte auch einfach den Kontakt in dem Sinne auch nicht, weil mir das super wehgetan hat und ich es, glaube ich, in dem Moment nicht richtig verstehen konnte, wie man halt eine Familie mit einem kleinen Kind und mit einem heranwachsenden Teenager so alleine lassen kann. Die ersten Erinnerungen sind auf jeden Fall die schöne Zeit in Magdeburg mit ihm, die ich noch hatte, die leider nicht sehr lange war. Stefan Kretschmar, schrill, schräg, unberechenbar, so manche potenzielle Schwiegermutter hat sich vom ersten Schock noch nicht erholt. Er provoziert lautlos, manchmal lautstark, aber exotisches Outfit und eigene Persönlichkeit sind nach seiner Meinung 2 Paar Stiefel. Ja! Er ist einfach anders, kreativ, ideenreich, wie auf dem Parkett, optisch immer ein dankbares Motiv. So. Kretschmar. Er ist so ein Spieler gewesen, das ist aus meiner Sicht ein unglaubliches Talent. Oh, super Anspiel. Aus dem Augenwinkel. Kretschmar legt links ab auf Rastner. Jetzt ist Kretschmar eingebrochen und macht den Dreher. Konnte eigentlich alles. Und er war auch einer, der konnte eine Mannschaft sehr mitziehen. Wenn er eingebunden wurde in eine taktische Sache oder ein Konzept, dann konnte er das unglaublich gut nach vorne pushen und alle mitziehen. Aber wenn er da gar keinen Bock hatte, dann konnte er extrem die Mannschaft vergiften. Und da war es meine Aufgabe, das zu verhindern. Wie vor jedem Spiel, ich bin immer nervös vor dem Spiel. Das ist nur ein Handballspiel, das wir gewinnen wollen und gewinnen werden. Und das ist wie bei jedem anderen Handballspiel. Die Norddeutschen hatten den besseren Start. Das Kraftpaket Jürgensen brachte die Flensburger mit 2:1 in Front. Zeigten auch die Mannen von der Förde Nerven. Fehlpass von Lars Christiansen. Ole Stefansson schickt Stefan Kretschmar in die Spur. Wislasson reagierte, brachte für Machola den stark angeschlagenen Russen Kuleschow. Nach 13 Minuten das erste Feldtor für den SCM durch Kretschmar zum 3:5. Der Knackpunkt des Spiels zu Beginn der zweiten Halbzeit. Jermin scheiterte vom Punkt an Fritz. Den Konter versenkte Abati zum 14:11. Jetzt lief das Konterspiel der Magdeburger. Kretschmar auf Stefansson, das 15:11. Wahnsinn hatte heute Nachmittag nur einen Namen: Sportclub Magdeburg. Sie alle hatten einen großen Traum. Spieler, Trainer, Fans und Sponsoren. Sie alle erfüllten sich diesen Traum. Handball im Bördeland. Die wahnsinnigste, die schönste Nebensache der Welt. Diese Gefühle, diese Titel zu gewinnen, das macht halt irgendwo auch süchtig. Und dieses Gefühl, einen Titel zu gewinnen, ist einfach etwas, was man immer und immer wieder erleben will. Also da kann ich nicht genug davon bekommen. In einem coolen Verein 11 Jahre gespielt zu haben, der die Chance hatte, Meisterschaften und Champions League Siege zu erzielen. The first leg would see Stefan Kretschmar and company travel to the Lions Den in Westbrand. The Reds from Westbrand start extremely well, and with their fanatical fans behind them, find themselves 8-4 ahead after 16 minutes. However, both Perunicic and Stefansson managed to hold their nerve
and make sure their side can close the gap to just a 1-goal deficit by half-time. After the break, another young talent steps up for the Hungarians, this time in the form of Gergo Ivancic. And suddenly, their lead is extended to 4. Gislason is forced to make a change. He brings on Stefan Kretschmar as playmaker and is soon rewarded for the tactical switch. Stefansson and Perunicic go on to score 17 goals between them. Finally, Agerschau pulls off an important save to keep the score at 23-21, giving the Germans a manageable position going into leg 2. Die Stunde der Champions, Deutschlands Meister gegen Ungarns Meister, das Hoffen auf ein neues Wunder namens SC Magdeburg. In den ersten 5 Minuten spielten die Elbestädter wie im Rausch. Stefan Kretschmar setzte sein Zauberhändchen ein, zwirbelte die Kugel um Westbrems Torwart Hasekos herum. Man führte mit 4 Toren, die Stimmung in der Halle, sie konnte nicht besser sein. Stellen Sie Ihre Teetasse beiseite, genießen Sie dieses Tor durch Gerek Hervadek. Kurz vor der Pause schien Magdeburg wieder ganz klar auf der Siegerstraße zu sein. Eine unglaubliche Spannung, dann fasste sich Olafur Stefansson ein Herz und jagte das Runde ins eckige 29-25. Und Nenad Perunicic setzte den Schlusspunkt. 30-25, ausgerechnet Perunicic, der zum 4. Mal im Endspiel stand, der zu Saisonbeginn nach Magdeburg kam, um diese Champions League zu gewinnen. Es war heute Nachmittag 16:14 Uhr vollbracht. In der Bördelandhalle waren alle Dämme gebrochen. 8000 Zuschauer feierten den SC Magdeburg. Der Sportclub war nach 60 Spielminuten am Ziel seiner Träume. 6000 begeisterte Fans bereiten dem Champions-League-Sieger einen grandiosen Empfang. Stefan Kretschmar völlig losgelöst. Ja, ich meine, theoretisch kann ich natürlich schon anfangen, jetzt darüber nachzudenken, aufzuhören, weil ich meine, es gibt ja nichts mehr zu gewinnen im Vereinshandball. Also Kommt gut nach Hause und bis demnächst am Mittwoch. Wenn man einen ganz, ganz wichtigen Spieler hat in seiner Mannschaft, die auch nebenbei einen Nachtclub in Magdeburg betreibt, der auch sehr, sehr gut läuft, war das oft schon schwierig, das ihm zu erklären, wie ein Profisportler leben sollte. Also die Island-Geschichte ist eine der großartigsten Geschichten jemals. Wir flogen nach Island zum Champions-League-Spiel und Alfred Gislason war unser Trainer. Das heißt, für ihn das wichtigste Spiel des Jahres. Wusste aber Sonntagabend, wo das Spiel ist, danach ist auf Island gar nichts los, in Reykjavik. Aber Samstagabend, da ist da die Hölle los. Dann geht er raus, natürlich schlau genug, um seinen Konkurrenten auf links außen mitzunehmen und mitzuziehen und den zweiten Torhüter. 0 Uhr war der Club brechend voll und war eine der großartigsten Partys, die man feiern konnte auf der Insel. Bis 6 Uhr haben wir gefeiert. Und dann raus, Hotel, schlafen, Frühstück, schlafen, Mittag, schlafen, Kaffee, schlafen, Besprechung, ab zur Halle. Und das Spiel ging los und habe tatsächlich ein relativ gutes Spiel gemacht. Er hat 13 Würfe und 12 Tore gemacht in dem Spiel und hat das Spiel fast alleine gewonnen. Laura Kretschmar og hér vippar hann yfir bukki. Þetta glæsilega gert. Svo er staðan. Stefan Kretschmar kominn á blað. Og þeir ætla að fá 100% færi, 6 metra færi. Fá það, Stefan Kretschmar, 12 metra honum. Wir fliegen Montag zurück und nichts ist passiert. Mittwochmorgen kommt Alfred mit hochrotem Kopf ins Training. Alfred sich das Video von dem Spiel und der isländische Kommentator sagte in der 40. Minute: Og þá var Stefan Kretschmar mætti á veitingastæðin Branda í gærkvöldi og héttar fyrir Listata og hann skoraði glæsilega. Und das hat Alfred gesehen bis zu dem Zeitpunkt.
Meines Wissens nach hat er nichts davon gewusst. Der Cousin von meiner Frau, er ist der Kommentator in isländischen Fernsehen. Die ruft mich dann an dem Morgen des Spieltag an und hey, ich kann ja sagen, wo Kretschmer überall war und was er getrunken hat auf dem Feld. Der scheint ihm gefolgt zu haben. Und jetzt gehört er schon zum Handball-Establishment. Der ist sportlich verantwortlicher bei den Füchsen und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der im europäischen Handball so vernetzt ist wie Stefan. Wenn wir brutal und ehrlich sind zu uns selbst, dann musst du sagen, wie viele Gesichter hast du in der Sportart, die über den Tellerrand hinaus nicht im lokalen, sondern im nationalen und internationalen Bereich bekannt sind. Da finden wir in Deutschland maximal 5 und Stefan ist sicherlich die Speerspitze. Im Gesamtsport Deutschland, sage ich mal, von denen haben wir nicht unzählige. Und deswegen fand ich ihn immer einen wichtigen Vorreiter, eben aus der Sportart Handball, aber allgemein für Sport Deutschland. Und jetzt ist ja Handball eine der führenden Sportarten in Deutschland, eine der besten Ligen der Welt haben wir hier in Deutschland. Also ich glaube, da war Stefan schon auch natürlich mitverantwortlich. Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht. Hoffentlich ausverkauft heute, 9000 Zuschauer. Alles wird voll sein. Ich werde dann dort sitzen und nervös sein, logischerweise. Vor dem Spiel ist die Anspannung extrem. Du hast einen Matchplan, aber du weißt natürlich nicht, ob er funktioniert, weil die anderen haben den ja auch. Ich bin heute nervöser als früher. Also als Spieler kannst du das Spiel beeinflussen, du spielst das Spiel, aber ich war früher nicht so nervös wie jetzt. Ich habe sogar einen Glücksstein dabei. Also man hat so Rituale. Ich trage an jedem Spieltag die Füchse-Socken. Meine Uhr muss den Fuchs zeigen, heute am Spieltag. Ich habe von meiner Frau einen Glücksstein. Den habe ich 60 Minuten in meiner Hand oder wie lange halt das Spiel auch dauert. Küsse ihn vor dem Spiel. Zweimal. Aber das sind halt Rituale gegen die Nervosität. Wenn ich den nicht dabei habe, dann hat unsere Mannschaft ein Problem. Also Uhr steht, Socken stehen, Stein steht. Bin bestens vorbereitet. Da sein für Schwarzer, ja, und auf Kretschmer. Das ist nachvollziehbarer Handball. Strukturiert und trotzdem mit dem Schuss Inspiration, den der deutsche Angriff braucht. Anfang meiner Karriere war es einfach nur immer bergauf. Also es gab kein negativen Moment, kein Tal, durch das ich gehen musste. Das war dann erstmals tatsächlich 2000 der Fall, als ich in Sydney den letzten Wurf an die Latte setzte und wir ausschieden. Denkt Stefan Kretschmer an Athen, ist Sydney 2000 nicht weit. Seine zweiten Olympischen Spiele enden in einem Albtraum. Sekunden vor dem Abpfiff des Viertelfinales gegen Spanien versagen ihm die Nerven, Erinnerungen. Da kam zum ersten Mal der erste richtig große Dämpfer und die erste große Kritik von außen. Vid ställningen 1-1 så kontrar tyskarna i full fart ut till Kretschmar. Kretschmar skjuter i mål.
Kretschmar ser mer ut som en rockstjärna än en handbollsspelare. Såna här tuffa matcher är nog Frändersjö att föredra. Han är bra i försvar också. Här har vi en knäskada va? Nej, Kretschmar klarar sig, men det är en grym satsning som han gör. Helt hänsynslös mot sig själv när han går in i den här luckan som finns mellan Andreas Larsson och Johan Pettersson. 2 minuter kvar. Tyskland leder EM-finalen i Globen mot hemmafavoriten Sverige med 2019. Staffan Olsson går dit. Daniel Stefan som har ett bra skott. Serber har bollen. Stefan ut på kanten till Kretschmar som skjuter i mål. Ut på kanten till Kierman. Och det är Gensel och det är mål. Han når inte bollen. Florian Kierman gör mål. Och Tyskland leder. Har vänt 22-25 till ledning 26-25. Det är 11 sekunder kvar. Har inte för bråttom nu. Här kommer Staffan Olsson. Så skjuter Staffan i mål! Ja, det är otroligt bra. Gå inte på en kontring nu. Stoppa bollen, stoppa bollen, stoppa bollen! Och Tyskland gör mål! Ja, det är korrekt. Jag tror att det är korrekt. Jag tror målet är godkänt. Tyskland gör mål. Vad händer nu? Ja, det blir förlängning. 2 gånger 5 minuter. Här kommer tyskarna då genom Serber. Svårt läge in i armarna på Lindgren och så skjuter Kretschmar och så gör han mål. Ja, så Kretschmar trampar över, men domaren dömer inte det. Ska se här på reprisen om det inte är så. Stefan Kretschmar. Vi ser det. 27 lika. Förlängningen. Staffan Olsson ser till att Sverige får häng och får spela en förlängning. Men den store lille liraren bakom detta EM-guld är Jobomir Vranje som nu kickar bollen högt upp mot Globens start. Titta och njut. 33-31. Sverige är Europamästare för 4:e gången av 5 möjliga. Und damit muss man echt umgehen können. Egal ob Unwahrheiten oder Wahrheiten. Stefan Kretschmar und die Nationalmannschaft, manchmal glaubt er an einen Fluch. Vor dem WM-Finale gegen Kroatien 2003 bricht er sich den kleinen Finger der rechten Hand. Ein Jahr später wird das DRB-Team Europameister ohne ihn. Ich habe Stefan direkt nach dem Spiel gesagt, dass ich das ganz hoch schätze, dass er zu diesem Endspiel gekommen ist, obwohl er das Turnier nicht mitspielen konnte und sicherlich ihm vieles wehgetan hat, als er die Mannschaft gesehen hat, die dann erfolgreich war. Spätestens nach dem Finale am 29. August hofft Stefan Kretschmar, seinen Albtraum von Sydney endgültig ausgeträumt zu haben. Ja, wir verloren das olympische Finale gegen Kroatien. Und wenn du das Finale verlierst, es ist die Hölle. Sie haben zwar ein glorreiches Turnier hingelegt, aber in dem Moment willst du vom Platz 2 wirklich nichts wissen. Letzten Endes nicht die Goldmedaille gewonnen haben, wurmt mich natürlich schon. Ich hätte natürlich wie jeder von unserer Mannschaft lieber Gold gewonnen, aber man muss das eben akzeptieren. An dem Tag waren die Kroaten besser. Und dann stand Campino auf und hatte wahrscheinlich auch schon 1, 2 Bierchen drin, nehme ich mal an. Und hielt eine bemerkenswert emotionale Rede. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt musst du den Jungs einmal sagen, dass das falsch ist, auf hier schlecht gelaunt zu sein, sondern dass die jeden Grund haben, auf sich stolz zu sein. Und das ist einfach ein toller Moment in ihrem Leben,
sein würde, auch wenn sie später mal zurückschauen würden? Klar würde ich alle meine Silbermedaillen gegen eine goldene eintauschen. Danach bewerte ich mich und meine Karriere schon lange nicht mehr. Also ich habe damit auch unter anderem meinen Frieden gemacht. An Tagen wie diese wünscht man sich schon Endlichkeit. An Tagen wie diese haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte und kein Ende in Sicht. Einfach diese Karriere an sich allgemein mit den Leuten, mit denen ich sie verbringen durfte, die Highlights, die ich erleben durfte, das war schon sehr befriedigend. Und das war schon eine großartige Zeit. Natürlich ist der Traum, deutscher Meister zu werden. Natürlich ist der Traum, in der Champions League zu spielen. Aber das ist für mich persönlich, für diesen Verein nicht alles. Wir haben immer gesagt, wir bauen Nachwuchsarbeit parallel zum Profitum auf. Wir sind noch verlustpunktfrei, noch 0 Punkte, Minuspunkte. Und deswegen ist es schon das Topspiel. Also jeder hat die ganze Woche darüber gesprochen, die Mannschaft, ein besonderes Spiel. Melsunger wollen uns natürlich, so wie jede andere Mannschaft auch, aber die besonders die ersten Minuspunkte zufügen. Wir werden sehr motiviert heute sein. Und für uns ist es eine echte Challenge, weil Melsungen echt ein Top-Team ist, ohne Frage. Das erste Mal, dass meine Mama sagte, sie ist stolz auf mich, soweit ich mich erinnern kann, war 2004 nach dem olympischen Finale. Natürlich war ich froh und stolz und es hat mir viel bedeutet, dass sie mir gesagt hat, dass sie stolz auf mich ist. Aber wenn ich das betrachte im Rückblick, was war denn die Motivation, so gut zu werden? Was war denn die Motivation, jeden Tag zu trainieren? Was war denn die Motivation, es allen zeigen zu wollen? Wollte ich es allen zeigen oder wollte ich es eigentlich nur ihr zeigen? Meine Tochter. Hallo! Papa hatte ja ein ganz anderes Verhältnis zu Oma, wie wir es beide haben. Das war ja wirklich so ein ständiger Wettkampf, so ein Ringen um Anerkennung, so ein Ringen irgendwie um Erfolg. Und das haben wir überhaupt nicht so. Also das ist, ich würde niemals sagen, ich will erfolgreicher sein als du. Natürlich kommt halt mal so ein Seitenhieb von mir. Ach ja, und übrigens bist du auch schon Europameister geworden. Und Weltmeister bist du übrigens auch schon mal geworden. Ach nee, schade. So, natürlich kommt sowas mal, aber halt eher so im Spaß. Also das ist nie irgendwie ein Konkurrenzkampf, weil ich es aber auch relativ gut einordnen kann. Wir telefonieren eigentlich sehr, sehr oft, sehen uns leider nicht so oft, dadurch, dass Berlin und Mannheim ja ein bisschen an Strecke ist. Aber schon auf unsere Kretschmer-Weise, glaube ich, sehr viel Liebe. Also wir sagen uns jetzt nicht jedes Mal, ich hab dich lieb, du bist so toll. So, das ist einfach nicht die Art von unserer Familie, aber es ist schon einfach ein sehr, sehr harmonisches Miteinander. Na ja, die Rhein-Neckar-Löwen. Wenn die nicht den Eisenach verloren hätten, dann würde ich sagen, okay. Aber jetzt sind die, glaube ich, richtig sauer. Die sind gar nicht nach Hause gefahren. Echt? Sind die da geblieben? Ich glaube, die sind gleich da geblieben, haben sich vorbereitet und sind etwas motiviert heute, würde ich sagen. Nee, egal, das wird schon. Früher, ich muss auch sagen, dass Papa auch emotionaler geworden ist als früher. Auch mal die ein oder andere Träne verdrückt, so die Freudenträne, wo ich auch stolz drauf bin, einfach, dass er das rauszeigt und halt nicht so einen auf ich bin der starke Mann macht, sondern halt auch mal seinen weichen Kern auch mal rauslässt. Ey, wie krass wäre das, wenn heute Auswärtsspiel gewesen wäre und dann Frankfurt und dann Mannheim, das wäre so Full-Circle-Moment gewesen. Ja, leider muss ja Mannheim heute zu uns.
Ja, also brauchen wir nicht drüber philosophieren. Na gut. Also ich hab dich lieb, meine Tochter. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja? Ich hab dich auch lieb. Tschüss. Ciao. Ob ich als Vater mehr Liebe gebe, als ich bekommen habe. Mein Vater war der großartigste Vater der Welt. Also mein Papa war die größte Persönlichkeit, die ich kenne. Also er war einfach allwissend. Er war immer souverän. Er war der beste Ratgeber. Und jemand, mit dem ich über alles reden konnte. Mehr als mit jedem anderen Freund. Ich liebe meine Kinder über alles. Ich würde aber auch sagen, meine Eltern liebten mich über alles. Da würde ich niemals das Gegenteil behaupten. Das ist einfach so im Verhältnis Eltern-Kinder, dass das automatisch ist, dass das die Menschen sind, die man über alles liebt und mehr liebt. Ich versuche ihnen schon häufiger zu sagen, es resultiert in der heutigen Zeit aber sicherlich auch aus einem schlechten Gewissen heraus, wenn ich sage, dass ich mein schlechtes Gewissen versuche zu beruhigen, wo sicherlich ein kleiner Teil Wahrheit auch dabei ist. Aber das habe ich schon in den ersten Jahren ziemlich versäumt. Rebell hin oder her. Ich war immer Mannschaftsspieler und habe mich in der Mannschaft immer wohlgefühlt und brauchte auch dieses Gebilde Mannschaft und war da auch längst nicht so ein Egoist, wie viele immer denken. Jamen, han er meget hjertevarm. Han er en af de mennesker, jeg kender med allerstørste hjerte. Han tager dig ind under vingerne. Han køber dig ikke bare og ser dig som en håndboldspiller. Han ser dig rent faktisk som en menneske. Han sørger for, at din familie har det godt. Spørger ind til dig. Og ikke bare altid kigger på, om du scorede 2 mål eller 10. Men kigger på mennesket. Og det møder du ikke mange af i professionel idræt. Mennesker, der kigger på mennesket. Og det er meget fascinerende. Og det er også derfor, jeg måske valgte en klub på en lavere hylde, end måske en klub, som havde vundet Champions League og det tyske mesterskab på gange. Så ville jeg faktisk hellere være under arbejde for en mand, der rent faktisk så mig som menneske, og ikke som et produkt eller en håndboldspiller. Ich meine, wir sind alle älter geworden. Sie haben uns weiterentwickelt, ein bisschen erwachsener vielleicht geworden. Ja, sehr verantwortungsvoll. Ja, ich war der Rebell, aber Rebellen haben noch nie irgendwas bewegt oder vorangetrieben. Also in dem Moment, wo ich jetzt bin, in einer verantwortungsvollen Position, da nutzt es dir nichts, immer gegen alles zu sein, weil damit blockierst du ja nur. Stefan hat diese Rebellenrolle eigentlich schon während der aktiven Karriere abgelegt. Das war so eine Entwicklung bei ihm, aber diese Rebellenrolle war dann während der aktiven Karriere schon weg. Rebell sein auf der einen Seite ist cool, erzeugt bei vielen Menschen eine Faszination, ist aber im Voranbringen eines Prozesses nicht förderlich. Aber ich will nicht sagen, dass es meiner Sportart nicht geholfen hat. Weil ich habe die Sportart alleine in einer gewissen Phase in eine Öffentlichkeit gebracht, wo sie vorher noch nicht war. Mich selbst auch, aber die Sportart eben auch mitgenommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir Leute wie ihn haben, die sich nicht scheuen,
klare Meinung und klare Haltung zu vertreten. Und das hat ihn vor allem auch immer schon ein bisschen abgesetzt von vielen anderen Sportlern. Klar, oder ich habe mir das nie vorstellen können, dass wir mal eine Beziehung miteinander führen. Also, dass sich das so entwickelt, hätte ich damals nicht gedacht. Weil so wie ich ihn aus den Medien kannte, und da auch nur oberflächlich, war er eigentlich ein Typ, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das braucht keine Frau. Wir haben sehr viel über seine Mama gesprochen, als sie noch gelebt hat. Natürlich, über das Verhältnis, das er zu seiner Mutter hatte. Also ich mochte seine Mutter sehr. Ich habe sie auch verstanden in ihrer Art. Also ich habe mich mit ihr verbunden gefühlt. Und da habe ich ihm auch mal versucht, andere Blickwinkel aufzuzeigen. Habe ich immer gedacht, also wie kann eine Mutter so sein? Wie kann eine Mutter zu ihrem Sohn so sein? Da muss doch irgendwie mehr Empathie vorherrschen. Da muss doch mehr Liebe zum Kind vorherrschen. Da muss doch mehr Verständnis für einen Sohn da sein. Und ich habe das immer sehr einseitig gesehen, als Einbahnstraße, fordernd aus der Sicht des Sohnes. Ich habe ja immer noch Feindbilder, ich bin immer noch emotional, ich traue ja immer noch nicht allen Leuten. Und manche Leute kann ich mehr leiden, manche weniger. Machst du? Ja. Warum war Auch, ein Dreieck, auch ein Dreieckswurf. Einer von diesen Trickwürfen. Das stimmt. Aber das geht mir schon den ganzen Tag so. Als ich Dorle kennenlernte, sind wir natürlich viel in die Kommunikation, familiäre Verhältnisse, psychologische Situationen. Wer bin ich eigentlich? Wie sehe ich die Welt? Was sind meine Prioritäten? Was sind meine Ansichten? Was bin ich überhaupt für ein Charakter? Und sie war diejenige, die viele Anstöße gegeben hat. Sieh's doch mal anders. Ja, du musst es nicht noch mal machen? Doch, dann läuft das schneller. Komm. Schnuppi. Komm. Wo soll er denn schnell hin? Das Wichtigste ist in erster Linie Liebe. Und dann kommt Stabilität. Dann kommt eine Fähigkeit, die sie hat, mein Leben klarer zu strukturieren. Und sie ist der ganz klare Chef. Langsam. Schnuppi, das ist total. Ich laufe nie so langsam. Ja, da. Also diese Beziehung, die Liebe zu ihr, hat mich, glaube ich, stabilisiert und mir Struktur gegeben. Und ich glaube auch ein gewisses Verständnis gegeben, da bin ich noch längst nicht an dem Punkt, wo sie mich gerne haben möchte, aber die Fähigkeit gegeben, meinen Blickwinkel zu verändern. Ich finde ihn einen sehr starken Menschen, sehr charismatisch, sehr warmherziger Mensch. Für mich also wahnsinnig zuverlässig. Ich finde ihn sehr, sehr intelligent. Stefan liebt seine Kinder über alles und versucht auch jede freie Minute irgendwie mit ihnen zu verbringen und da auch am Leben teilzuhaben. Dass wir auf jeden Fall was miteinander zu tun haben. Auf jeden Fall. Kein Grund, das zu verändern. Alter, da bin ich 2021. Siehst aus wie 18. Da sehe ich aus wie du. Habe genau dasselbe Gesicht hier. Das ist original gleich. Ich bereue es, kein besserer Vater gewesen zu sein. Das ist kein Geheimnis. Einerseits möchte ich in die Fußstapfen von ihm treten.
Aber andererseits möchte ich mir das auch alles sozusagen selber aufbauen, weil dann wäre ich wieder bei dem Punkt, ich bin nur der Sohn von, wenn ich ihm nur in die Fußstapfen treten würde. Darum auch meinen eigenen Weg gehen. Links oben. Da hätte ich eine wesentlich wichtigere und auch zeitlich präsentere Rolle spielen müssen für meine Kinder. Aber ansonsten ist mein Lebensweg, wie er ist. Und trotz vieler Fehler, die ich machte, war ich, glaube ich, kein Arschloch zu vielen Menschen im Leben. Nein, ich wusste es doch! Mein Weg ist noch nicht zu Ende. Das war fürchterlich. Wenigstens vorstellen können.